Heute erkläre ich die elektrische Spannung, den Strom und den Widerstand mit einem Modell. Stellen Sie sich zwei Behälter mit Wasser vor. Verbinden wir nun die beiden Behälter mit einem Rohr. Was passiert? Es passiert nichts, weil die Wasserspiegel in beiden Behältern gleich hoch sind. Wenn wir jetzt den linken Behälter anheben, dann passiert etwas. Jetzt haben wir einen Höhenunterschied. Nennen wir den Höhenunterschied U. Weil wir einen Höhenunterschied haben, strömt das Wasser die Leitung hinunter. Nennen wir den Wasserstrom I. Vergleichen wir nun zwei unterschiedliche Situationen. Oben ist der Höhenunterschied kleiner als in der unteren Situation. Welche Auswirkungen hat das? Es ist so, dass der Wasserstrom unten größer ist als oben, mit dem kleineren Höhenunterschied. Je größer U ist, desto größer wird auch I sein. Nun einen weiteren Vergleich, hier ist der Höhenunterschied in beiden Situationen gleich. Trotzdem ist unten der Wasserstrom größer, weil dort eine größere Leitung vorhanden ist. Die größere Leitung bildet für den Wasserstrom einen kleineren Widerstand als die kleinere Leitung. Nennen wir den Widerstand der Leitung R. Es gilt der folgende Zusammenhang: Wenn der Höhenunterschied größer ist, wird die Wasserströmung I größer sein. Und wenn der Widerstand der Leitung R kleiner ist, wird die Strömung I auch größer sein. Also I gleich U durch R. Wenn wir beide Seiten mit R multiplizieren, lautet die Gleichung I mal R gleich und. Oder, anders geschrieben, U gleich R mal I. Für Personen, die die Schweiz kennen, kann der Kanton Uri hier als Eselsbrücke dienen. Welche Größen haben wir bisher in unserem Modell? Wir haben U für den Höhenunterschied, R für den Widerstand der Leitung und I für die Strömung des Wassers. Bei der Elektrizität ist es so, dass die Spannung dem Höhenunterschied entspricht, der elektrische Widerstand entspricht dem Widerstand der Leitung und der elektrische Strom entspricht der Strömung des Wassers. Bei der Spannung verwendet man die Einheit Volt, beim Widerstand die Einheit Ohm und beim Strom die Einheit Ampere. Diese Einheiten werden abgekürzt als V für Volt, das große Omega aus dem griechischen Alphabet für Ohm und A für Ampere.